Also du hast gesagt, bei gleichem Equipment. Für mich wäre das größte Argument bei schlechtem Equipment. Ich finde das herausragendste an Elementor, weil mit gutem Equipment kann jede Klasse gut sein. Aber ich finde, am interessantesten sind eigentlich die Klassen, die auch mit so gut wie keinem oder literally keinem oder auch wirklich extrem schlechtem Equipment gut performen. Weil das ja eigentlich die interessantesten Klassen sind für halt Leute, die kein Geld haben und aber trotzdem Spaß haben wollen und trotzdem schnell leveln wollen. Und genau da ist Elementor das Nonplusultra. Der kann nur mit dem 45er-Set theoretisch bis 105 leveln. Der braucht keine einzige Unique-Waffe, der braucht eigentlich gar nichts. Nicht mal das 45er-Set theoretisch. Gut, wenn du nicht mal das hättest, das wäre schon schlecht, sag ich mal. Also das ist schon die Baseline, sag ich mal. Aber das 45er Mage-Set, das kostet quasi gar nichts. Das ist immer mit das Wertloseste, weil die meisten machen halt Akrobat, Mercenary, Ringmaster. Oder die beliebtesten Klassen sind Blade Ranger, RM. Und eben nicht Mages. Das heißt, du hast eigentlich immer das Glück, dass das Equipment auch arschgünstig ist, zumindest im Vergleich zu anderen Sachen. Und wie gesagt, theoretisch reicht das 45er-Set. Es gibt eine NPC-Waffe für Level 57, die gibt 10% Cast-Time. Die droppst du einfach so, die ist quasi wertlos. Und dann brauchst du keine einzige Unique-Waffe. G-Stuff gibt, glaube ich, auch nur 10 Cast-Time. Ist also nicht mal besser als die NPC-Waffe, was rein Cast-Time angeht. Und Cast-Time ist das, was dich am meisten interessiert als Elementor. Und theoretisch könntest du mit der 57er Waffe, die 10% Cast-Time gibt, und den 45er Set, ohne Sockel, ohne Upgrades, einfach komplett alles komplett clean, könntest du, und das haben auch schon Leute gemacht, bis 105 leveln. Natürlich macht's mehr Spaß und so, wenn man dann halt doch den His-Stuff bekommt, vielleicht sogar mit einer guten Skill-Erweckung oder auch ein bisschen Schmuck und so. Aber an für sich brauchst du es nicht. Und aber, jetzt kann man natürlich sagen, ja, keine Klasse braucht zwingend das Equipment. Das ist schon richtig. Aber Elementor spielt sich halt nahezu unverändert, weil 10% mehr oder weniger Cast-Time macht halt nicht die Welt einen Unterschied. Und das ist halt der springende Punkt. Der krasseste Unterschied ist tatsächlich wirklich die 200 Cast-Time, also 199 versus 200 Cast-Time ist zum Beispiel schon ein riesiger Unterschied. Und das heißt, ob du jetzt 140 oder 150 Cast-Time hast, das merkt man schon, aber es ist halt nicht so krass wie 10% Attack-Speed, nicht so krass wie 10% Crit-Rate vielleicht sogar. Naja gut, das vielleicht schon. Aber es ist auf jeden Fall crazy, wie wenig Elementor braucht, um sehr gut zu funktionieren. Und da würde ich sagen, die einzige Klasse, die das ungefähr genauso krass hat, ist eigentlich Ranger, Hit-and-Run Ranger. Wobei man da jetzt schon sagen muss, da macht es halt schon deutlich mehr Unterschied. Also ich meine, Hisbo ist jetzt nicht ultra wichtig, aber bei Ranger ist schon die Skill-Erweckung sehr wichtig. Bei Hit-and-Run, weil die Hit-and-Run-Skills oder die generell die Skills von Ranger sind nicht so gut wie die vom Elementor. Das heißt, der Ranger ist schon ein bisschen schärfer dann drauf, tatsächlich eine Skill-Erweckung zu haben, die ihm was bringt. Und es ist auch schwieriger zu spielen. Hit-and-Run Ranger ist Hit-and-Run Elementor. Also würde ich persönlich zumindest sagen, dass es schwieriger ist. Und ich habe beide schon sehr viel gespielt. Und ja, alle anderen Klassen können mit so wenig Equipment niemals mithalten. Wenn sie alle gutes Equipment haben, das ist dann wieder eine andere Debatte. Aber vor allem im Low-Level, das ist eigentlich immer das Interessanteste, finde ich. Im Low-Level will man ja eigentlich gar kein gutes Equipment. Warum willst du ein G-Bow plus 10 oder ein Cruiser-Set plus 10? Du brauchst das einfach überhaupt nicht. Warum willst du das überhaupt? Also warum willst du jetzt Flive Universe anfangen und dann 100 Euro cashen oder 200 Euro cashen für G-Bow plus 10 und Cruiser plus 10? Du brauchst es einfach nicht. Also es ist wirklich komplette Geldverschwendung, weil man es einfach nicht braucht. Also bis 105 ist das Equipment echt orientierungsmäßig ausreichend. Also wenn man sich am Minimum orientiert. Und das Minimum ist halt für die meisten plus 5, plus 6. Schmuck, CW-Schmuck plus 1. Und halt, wenn man sich Unique-Waffen holt, passt ja, wie gesagt, Historic Stuff und so
jeder will das haben, grundsätzlich, aber man braucht es halt nicht zwingend. Kann man sich halt schon holen, aber dann würde ich es halt immer clean eigentlich holen oder halt mit möglichst wenig Upgrades, nur die notwendigen Upgrades und nichts Überflüssiges. Zum Beispiel eine Elementorwaffe plus 10 ist halt komplett überflüssig, vor allem im Low-Level. So.